Lieber himmlischer Vater, thank you for this new opportunity to study and to live. danke für diese neue Möglichkeit zu studieren Said also to live because it's a new day. und auch um zu leben, weil es ein neues Tag ist. I want to thank you that we are all here in the class, and I want to ask you that you prepare our minds in order to receive the truth. Danke, dass wir hier jetzt in der Klasse sind und ich möchte, dass du unseren Verstand vorbereitest, dass wir deine Wahrheit empfangen können. And please, I'm asking for your blessings for Brother Marcus is teaching us the word. Ich bitte um deine Segen für Bruder Mark, als er uns das Wort teilt And for the translation of the live stream. und auch für das Übersetzung und die Livestream. And for all those that are watching through the live stream. Und für all diejenigen, die durch den Livestream zuschauen. Make them understand the word, Father. Bitte hilf sie, dein Wort zu verstehen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, so yesterday we started to go through this these fractals. Also gestern haben wir angefangen, durch diese verschiedenen Fraktalen durchzugehen. Okay, and you see here that you have this you have the last week of Christ, which is represented by these two 1260s. Also hier haben wir die letzte Woche Christi, die durch diese zwei 1260er dargestellt ist. Right, and we see that here under this 1260 here you have it's split down again, right? And this is this fractal here. Und hier unter diese 1260, wir haben es wieder runtergebrochen in diese Fraktal hier und das ist das hier. Right? So this 1260 here from the Sunday law to the final review is again, right? You have these two times of trouble marked from the Sunday law to midnight cry and the midnight cry to the final review. Also unter diese 1260 hier, was das hier ist, darunter hat man diese zwei Zeiten des Trübsals, von Sonntagsgesetz bis zum Mitternachtsruf und dann wieder von Mitternachtsruf zur finalen Untersuchung. Right? All happy how we get that now, right? Jeder versteht, wie wir darauf kommen. And then we went to Revelation 12. Und dann sind wir in unseren Bibeln zur Offenbarung 12 gegangen. And we'll see that again, right? You have this pagan followed by this people where she flees in the wilderness for 1260, right? Und dann in Offenbarung 12 sind wir da hingekommen, wo wir gesehen haben, dass wir diese Heidentum und dann diese Papsttum hier, wo sie wieder in die Wüste für 1260 flieht. Right? Flüchtet. And that is, just make sure I got the right thing, yes, that is this fractal here, right? Das hier ist dann wiederum dieses Fraktal. Right? Now, when we get down into here, this is the final test, right, for everybody. Hier drin, das ist der finale Test für jedermann. Right? So each one of these fractals, whichever group's been tested, it's the same for them, right? Also jeder von diesen Fraktalen, wer auch immer da drin getestet werden, egal, es ist dennoch dasselbe Test. Right? Amen? So once we get down to here, right, we see that you have two times the trouble here for the first group and two times the trouble here for the second group, right? Wenn wir in diese Fraktal hier hineinkommen, wir sehen, dass es zwei Zeiten des Trübsals gibt für die erste Gruppe und zwei Zeiten des Trübsals gibt für die zweite Gruppe. Right? So when we deal with this group here, which is this fractal, right? Also wenn wir mit dieser Gruppe umgehen, was diese Fraktal hier unten ist, Right? This is Job's second test, right? das hier ist Hiobs seine zweite Prüfung. Because Job comes face to face with death right here, right? Hier an der Mitternachtsruf kommt Hiob vor dem Angesicht des Todes an. Right. First of all, his three friends come, then they cease, right? And then Elihu comes, right? Zuerst kommt seine drei Freunde an und die lassen ab und danach kommt Elihu. Okay, so but this right here is the first half of this fractal, right? Aber diese Fraktal hier ist die erste Hälfte von dieser Fraktal.
So this brings us to Jonah. Und das Right. bringt uns zu Jonas. This is where all the confusion was yesterday, right? Daher kam das ganze Verwirrung gestern an. Okay, so yesterday we just briefly touched. You have the First World War followed by the Second World War. These two world wars prefigure these two times of trouble, right? Gestern haben wir nur ja kurz erwähnt, dieser Erste Weltkrieg gefolgt von dieser Zweite Weltkrieg, diese zwei Zeiten des Trübsals. What was my point? Yes, and you have the little time of peace in the middle, right? Da hatten wir diese kleine Zeit des Friedens, diese 21 Jahre da in der Mitte. So when you come down to here, right? So, wenn wir hier ankommen, The separation point between this time of trouble and this time of trouble, there must be a little time of peace. so wenn wir hier in diese Fraktal ankommen, der Trennung zwischen dieser Zeit des Trübsals und dieser Zeit des Trübsals, es muss hier eine kleine Zeit des Friedens geben. Because when you go into this one, which is here, this ceasing, right, which is marking this little time of peace, right? Wenn wir in diese Fraktal hineingehen, was hier unten ist, hier dieses Ablassen, seine drei Freunden, die ablassen, das markiert diese kleine Zeit des Friedens. So you have it here, therefore there must be one at the 9th hour, Also wir right? haben es hier und auch hier, also es muss dem folglich einer an der 9. Stunde geben. Right, so go to Jonah chapter 1. Gehen wir zu Jonas Kapitel 1. Okay, now I'm just going to read through it and then we will go into the details. Also wir werden es durchlesen und danach werden wir in die Details hineingehen. You want to start, Maris? Just read the first 3 verses, please. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was lightly broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of him. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. They said every one to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thine occupation, and whence comest thou? What is thy country, and of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the man knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea wrought and was Tempestuous. tempestuous. And he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord and said,
We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleaseth thee. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Okay, let's stop there. Right. So those first 15 verses from the beginning to the end takes you from the beginning of Jonah's encounter to where the sea ceases, right? Also diese ersten 15 Versen in das erste Kapitel von Jonas, die bringen uns von Anfang der Geschichte bis hin zu da, wo der Meer hört auf zu toben. Right? So this first time of trouble, when the sea ceases, it's now marking the point where he goes into the belly of the whale, which would be the second time of trouble, right? So diese erste Zeit des Trübsals hört auf da, wo das Meer hört auf zu toben, und das führt dazu, zu seiner zweiten Zeit des Trübsals, wo er vom Fisch oder Wal verschlungen wird. Right? Amen? Because the sea ceasing is like a parallel to this ceasing, right? Diese Meer, der aufhört zu toben, das ist dasselbe wie hier seine Freunde, die hier ablassen. So I want to show you that it's here at this 9th hour that the sea ceases from its raging. So, ich möchte, dass wir sehen, dass es hier an der 9. Stunde ist, wo das Meer hört auf mit seinem Toben. Right? It's a parallel, but it's in a different place. Es ist eine Parallel, aber an eine andere Stelle. Right? Amen? Okay, look. So it begins up in verse 3. What does Jonah do? Vers 3, was macht Jonas? Flee. He's fleeing, right? Also flüchtet. Is it righteous or unrighteous? Ist das gerecht oder ungerecht? It's unrighteous, right? Ungerecht. Disobeying God, right? Ist Gott ungehorsam. So he represents somebody that's not got on the wedding garment, Also right? der stellt jemanden dar, der das Hochzeitsgewand nicht anhat. So I'm going to use this factor here, right? So he flees, right? Okay, Jonah flees. Right? So, wir benutzen diese Fraktal hier und ich schreibe hier, dass Jonah flüchtet. Right? And so between Jonah fleeing and the ceasing, we have to determine what's happening there, right? Zwischen der Punkt, wo Jonah flüchtet und da, wo das Meer hört auf zu toben, wir müssen feststellen, was hier drin geschieht. So come down to verse 5. So, lasst uns zu Vers 5 kommen. Verse 4, right? Vers 4. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, that the ship was like to be broken. So here's the beginning of this storm, right? Hier fängt dieser Sturm an. Then the mariners were afraid, and cried every man to his God, and cast forth the wares that were in the ship in the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was what? Fast asleep. Jonah schläft. Right, so Jonah flees, and he's sleeping, right? Also Jonas flüchtet und er schläft ein. Right? Is that a parallel to here? Ist das ein Parallel hierzu? Why? Warum? While the bridegroom tarried, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept, right? Während der Bräutigam verzögert, sie schliefen alle ein. Right. So it says, so the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise. Vers 6. So Jonah's asleep, and now what's happening? Also Jonas schläft und jetzt was geschieht? He's been woken up, Also right? er wird aufgeweckt, steht auf. Okay, so Jonah flees, this is here, right? Also Jonas flüchten, das ist hier, richtig? Right? So if this is the ceasing, Also wenn das 9. Stunde hier das Aufhören ist, also wo das Meer aufhört zu toben, right? Where does Jonah get woken up? wo wäre denn Jonas demgemäß aufgeweckt? Right here, Gerade right? hier. Where the 10 parallel to where the 10 virgins get woke up, right? Das wäre gleich, wo die 10 Jungfrauen aufgeweckt werden. Right? This point, right? But it's here because it's in the middle of just this one is this one, right? Aber das hier, wo er aufgeweckt wird, wird gerade hier, weil diese Fraktal ist diese Fraktal. Right? Amen? Okay, so he wakes up, right? Ja, Jonas wacht auf. So
This one. What happens here when you wake up? Was geschieht hier, wenn du aufwächst? What do you come face to face with? Mit was kommst du vor dem Angesicht von? With death, right? Mit Tod, mit dem Tod. Verse 7. Vers 7 jetzt. And they said every one to his fellow, come and let us do what? Was tun sie hier? Cast lots, Sie werfen right? das los. So when they're casting lots in the Bible, what is it marking? Also was bedeutet das, wenn sie in den Bibel das Los werfen? It's the cross, right? It's where they're basically putting the blame upon you for all the trouble, Sie right? markieren das Kreuz. Es stellt der Moment dar, wo sie den ganzen Schuld wegen des ganzen Trübsals auf dich werfen. You're going to become the scapegoat for their problems, right? Du wirst das Sündenbock werden für ihre Probleme. So, come and let us cast lots that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. So Jonah has become the Lord's goat. He's now going to go to the cross, right, for their sins, right? Jonas ist jetzt der Herrnbock und der werde zum Kreuz gehen für ihre Sünden. Did Christ not liken himself to Jonah? Hat Christus sich selbst mit den Jonas verglichen? Right. Then said they unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thine occupation? Whence comest thou? What is thy country? And of what people art thou? What are they now doing? Was tun sie jetzt? Inquiring or interrogation. They're asking him questions, Also right? die stellen Fragen. He's on trial, right? Er ist im Verhör. Right? Verse 9. Vers 9. And he said unto them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. What's Jonah doing? Was tut Jonas hier? Giving testimony that he keeps the Sabbath. Yes, he's giving testimony, he keeps Sabbath, but he's standing for what's right. Also Okay? er gibt Zeugnis für den Sabbat, aber im Grunde der steht für das, was richtig ist. It says, if you confess me before men, then I will confess you before my Father. Right? Jesus sagt, wenn du mich bezeugst vor Menschen, dann werde ich deinen Namen vor meinen Vater bezeugen Now look what they say in verse 10. oder bekennen. Jetzt im Vers 10, was sagen sie? Then were the men exceedingly afraid and said, Why hast thou done this? For the men knew that he had fled from the presence of the Lord because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea wrought and was tempestuous. And he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. So, one second. Okay, verse 14, sorry. Vers 14. Wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood. For thou, O Lord, hast done as it pleased thee. So, what did they find against Jonah? Was haben sie gegen Jonas gefunden? Right? They knew he was innocent, but they were still blaming him for this tempest that was coming upon him. Also Right? die wussten, dass er unschuldig war, aber die haben ihn immer noch beschuldigt wegen dieser Sturm, der auf sie gekommen ist. Okay, so they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from raging. Vers Right? 15. Okay, so you can see the point, right? That right here when Jonah wakes up, he goes, it says investigative judgment. He's now on the cross, right? And they find him innocent, but still blame him for all the trouble, right? Gerade hier, wo Jonas aufwacht, das ist der Anfang der Untersuchungsgericht und Jonas, obwohl sie befinden ihn als unschuldig, die nageln ihn dennoch zum Kreuz. Right? Amen. Which verse did they play? When they cast their lots. Verse 7. Vers 7. Is this pending?
what does the Bible explain about casting lots? Because in the verse after they don't want to kill him. No, they don't want to. Did Pilate want to kill Christ? But he Oh, no, don't argue the point. Did Pilate want to kill Christ? No, but he Oh. also didn't blame him, this person. Okay, that's what this is shown also. The Pilate knew that he was innocent. But he didn't blame him. But Pilate, No, he put him on the cross though, that's the point. They still put him to I'm death. asking, he didn't blame him. So No, but they no. don't blame Jonah. Verse 10, they blame him. Why hast thou done this? For the men knew that he had... No. The point that he's making, the point that I'm making is that they put him to death regardless of the fact that he's innocent. Also die haben ihn zu Tode verurteilt, unabhängig von der Tat, dass sie wussten, dass unschuldig war. The point that you're missing is you're trying to ascertain everything from this one story, but you can't do that. Und was du versuchst zu tun, ist, du versuchst alles von dieser einen Geschichte herzuholen und das können wir in der Bibelstudie nicht tun. When they're casting lots, right, in other stories, right, they're putting the blame on you. Wenn sie das loswerfen in andere Geschichten, die legen den Schuld auf dich. Like for instance in the book of Esther, Zum Beispiel in das Buch Esther. right? The point is that Christ goes to the cross for sins that he didn't commit. Der Tatsache ist es, dass Christus ist zum Kreuz gegangen für Sünden, die er nicht begangen hat. Right? Amen. So when you look at that one point, you've got to bring all the stories together in order to ascertain what the lot casting means. You can't just take it from this one story. Also wenn du das siehst, wir mussten alle Geschichten über das Loswerfen zusammenbringen. Man kann diese ganze Information nicht nur von der einen Geschichte herholen. Right? So the lot casting, because it even tells you in verse 7, it says, they said everyone to his fellow, come and let us cast lots that we may know for whose cause this evil has come upon us. So they cast lots and the lot fell upon Jonah. So the lot casting was pointing, Jonah was the fault, right? Also das Werfen des Loses in Vers 7 deutet darauf, dass der Schuld auf Jonas lag. But the point is that when they interrogate him, they know that he's innocent, right? Aber wenn sie ihn verhören, dann wissen sie kommen zu dem Entschluss, dass er unschuldig ist. no question. He's innocent in their eyes, but in the eyes of God, he was not innocent, right? No, he is innocent. But the storm came because of him. Really? The storm came because of him? That's I think what Jonah says. No, I know Jonah says that, right? But Jonah's right or not? Because the storm didn't just come out. Okay, so was from God. You're doing the same as what he's doing now. You're trying to take an understanding from the one No, story. but if this is what it says here, then no. Oh, but so it's going to negate the rest of the Bible. No, but the rest of the Bible must add to this. No, the rest of the Bible must be in agreement. It can't contradict Yes. itself. And Okay, it's so, gonna change the. so maybe you're not understanding what that means. That's what I'm They saying. teach something different. Look, at the Sunday law, right? Am Sonntagsgesetz, Who causes the trouble right there? wer verursacht den Trübsal da? In Revelation 9, who causes the trouble? In Offenbarung 9, wer verursacht das Trübsal? Who comes down from heaven and opens the bottomless pit? Wer kommt vom Himmel herab und öffnet den Schlund? Satan, right? Satan. And why does he do that? Und warum tut er das? Why is he allowed to do that? Warum ist es ihm erlaubt? Es ist Lust und Restraint. Weil es Lust. Weil sie ein Yeah, because Sonntagsgesetz they made the erlassen haben. Sunday law, right? Weil sie ein Sonntagsgesetz Okay, erlassen so is it Jonah's fault that they made a Sunday law? haben. Ist es Jonas Schuld, dass sie ein Sonntagsgesetz erlassen haben? Or it could be Ahab fault. Yes. I mean, not God's people, but and the state. Made the Yes, the state power makes a Sunday law, right? National apostasy brings national Also ruin. der Staatsmacht haben ein Sonntagsgesetz erlassen und nationaler Abfall ist gefolgt von nationaler Ruhe. But there's another line of truth, right? Es gibt eine weitere Linie der Wahrheit. Go to Jeremiah chapter 3. Geht zu Jeremia 3. This is the problem why most people are misinterpreting the Bible. Hier liegt das Problem, warum die meisten Menschen das Bibel I don't think falsch auslegen. just change the meaning of something. I never said anything about changing the meaning of anything. That's what it does. No,
No, I don't believe it does. You're saying the Bible contradicts itself now. If you want me to explain it, I'll explain it. But if you want to argue, then you can argue away, right? In Jeremiah chapter 3, Jeremia Kapitel 3, verse 1. Vers 1. It says, "They say if a man put away his wife, and she go from him, she become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers, yet return again to me, saith the Lord." So, verse 2, "Lift up thine eyes unto the high places, and see where thou hast not been lying in the ways that thou hast sat for them, as the Arabian in the wilderness, as thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness." Right? So, what's it telling us, right? When God's people turn from the truth, what does it do? Also was sagt uns das? Wenn Gottes Volk von die Wahrheit abkehren, was ist der Folge? It pollutes the land, right? Also es verunreinigt das Land. Where do we see this? First place? Wo sehen wir das? In der ersten Stelle. Leviticus 25. No. 26. No, Eden. In Eden, right? Im Eden. When Adam sinned, right, he saw the leaves falling off the tree, right? Also als Adam gesündigt hat, der hat die Blätter, also der erste Blatt, der vom Baum gefallen And ist. the flowers brought forth thorns, right? Und die Blumen haben Dornen hervorgebracht. We've talked about this before, right? So we understand that when God's people, when you walk with the Lord, all the people around you, right, even though they're not walking with God, they get blessed by it, right? Also wir haben darüber einige Mal gesprochen, wenn Gottes Volk gerecht mit Gott folgen, alle Menschen um sie herum werden auch gesegnet. Like Laban, right? Sorry? Like Laban. Like Laban, yes. Also wie Jakob und Laban. Right? But when God's people turn from the truth, what happens to the people around them? Aber wenn Gottes Volk von die Wahrheit abkehren, was geschieht mit den Menschen um sie herum? They get cursed, right? Also die kommen unter den Fluch. So Jonah, when he flees, right, he's adding to the problems that are occurring in the world, right? Also Jonas, wenn er flüchtet, er fügt hinzu zu den Problemen, die in der Welt sind. Matthew 25, verse 1, right? The Matthäus 25, Vers 1. virgins are going forth, right? Jungfrauen gehen fort. Right here, what happens? Gerade hier, was geschieht? Which is here. Das ist hier. Yeah, so there's a whole bunch of foolish virgins now, right? Es gibt einen Haufen törichte Jungfrauen. Es gibt eine Trennung. Okay, so what happens? So was geschieht? Look, if there's a whole, it's right there. So it's you've got this. Satan gets loosed, right? Because the kings now make a Sunday law, right? So you've got external teaching about internal, right? Satan wird losgelassen, weil die Könige ein Sonntagsgesetz erlassen haben. Und das Externe lehrt uns über das Interne. Right? So when the external powers are making a Sunday law, right? It's now God allowing His people to be tested so that they can be revealed who is righteous and who is unrighteous. Right? It's a test. Die Staatsmacht ein Sonntagsgesetz erlassen. Es erlaubt, dass Gottes Volk hier getestet wird, um zu zeigen, wer gerecht ist und wer nicht. Right. So you got this the external powers committing evil. It's just an illustration of what's happening internally in the church, Also right? die externe Mächte Böses tun, ist es nur eine äußere Darstellung von das, was innerhalb der Gemeinde abgeht. Right. Amen. So, in some sense, the evil ones there. Sister White says that if everybody kept the Sabbath, there would not be a heretic, right? Or an infidel. She uses that Also, word. wenn Ellen White sagt, wenn jeder den Sabbat halten würde, dann werde es nie ein Infidel? Untreuer geben. Thank you. Right? So when we turn from His truth, right, we are
the earth brings forth thorns, right? It causes causes all the problems. Satan now has access that he didn't have access before. Also wenn wir die Wahrheit ablehnen, das verursacht die ganzen Dornen und Disteln. Satan hat Zugang da, wo er vorher keinen Zugang hatte. Okay, so you have this first time of trouble there, marking where the first group of virgins fall away, right? Also dass diese erste Zeit des Trübsals hier, das markiert, wo die erste Gruppe von Jungfrauen wegfallen. Second time of trouble begins here, Die right? zweite Zeit des Trübsals fängt gerade hier an, Which is here. was hier ist. So, second group of virgins, right? Zweite Gruppe von Jungfrauen. They turn away in their unrighteousness, right? Sie kehren in ihre Ungerechtigkeit. So, the civil powers, what are they doing? So die zivile Mächte, was tun sie? They're bringing this death decree, Sie right? bringen diese Todesdekrete. And it's only an illustration of what's happening internally, Das ist nur right? eine Darstellung dessen, was intern abgeht. Because those that turn from God at the midnight cry, what are they doing? They're delivering their brethren up to death, right? Diejenigen, die von der Wahrheit an der Mitternachtsruf abkehren, die liefern ihren Brüdern zum Tod aus. Okay, so Jonah right here is in some ways responsible for that storm, right? Also Jonas hier in gewisser Weise ist verantwortlich für diesen Sturm. But those men are also the ones responsible for it, Aber right? diese Männer, diese Seeleute, die sind auch dafür verantwortlich. But when you come down to this point right here, Aber wenn du zu diesem Punkt hier ankommst, what is it teaching us about Jonah? What's different now? was lehrt es uns über Jonas? Was ist anders? Is he guilty anymore? Ist er schuldig? Is there a change taking place from here to here in Jonah? Gibt es einen Wechsel, der stattfindet in Jonas von hier bis hier? Yes, I mean he's confessing Christ. Right, he's confessing Christ, right? Er bekennt Christus. So when you bring all the line upon line together, Jonah now is not guilty in the eyes of God anymore, right? He's an innocent man. Wenn du Right? das alles zusammenbringst, dann Jonas hier an diesem Punkt ist nicht mehr vor Gott schuldig. Der ist ein unschuldiger Mann. Right? Amen. So really the fault for the storm lies with those men, right? So, im Grunde der Schuld für diesen Sturm liegt bei diesen Männern. And this is where Christ takes all the things in the illustration from that when he goes before Pilate and Herod, right? He's innocent. Das ist der Darstellung, wenn Christus hier vor Pilatus und Herodos geht, der ist unschuldig. Herodes, der ist unschuldig. Right? Because we look at the stories, right? We know you've got to bring everything together. Right here, light comes, and if you accept it, spiritual advancement. If you reject it, that's it. You're finished, right? Wir wissen hier, wenn wir Linie auf Linie zusammenbringen, dass gerade hier, wenn Licht kommt, dann gibt es geistliche Fortschritt und wenn nichts, dann geistliches Abfall. Go to the book of Ruth. Gehen wir zum Buch Ruth. Okay, verse 2. Vers 2. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came in the country of Moab and continued there. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her two sons. And they took them wives of the women of Moab, and the name of one was Orpah, and the name of the other Ruth, and they dwelled there about 10 years. And Mahlon and Chilion died also, both of them, and the woman was left to her two sons and her husband. So, Naomi, is she having a good time? Also Naomi, geht sie durch eine gute Phase im Leben? No, Nein. because they had left God's house, right, and they're now dwelling with these Gentiles representing this
false doctrine, right? Sie hat Gottes Haus verlassen und die weilen jetzt mit diesen Heiden, also da stellt diese falsche Lehre dar. And the curse was come upon them, right? Das Fluch war auf sie gekommen. Right? Amen. But look at verse 6. Aber schauen wir Vers 6 an. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. Right? What is that a symbol of? So, was symbolisiert das hier im Vers 6? She hears the message, right? Sie hört das Botschaft. And she accepts it and she's going to return, right? Sie akzeptiert es und wird zurückkehren. Okay, so in the reform line of Moses, right? Also in der Reformlinie von Mose, At the burning bush in the middle, right? so am brennenden Busch hier in der Mitte, What does the Lord say to Moses? was sagt der Herr dem Mose? He says that he's visited his people, right? Also sagt, dass er sein Volk heimgesucht hat. She says that she heard the Lord had visited his people, right? Hier hörte sie, dass der Herr ihr Volk heimgesucht hat. So you can see, if you just take that, right here, they leave God's people, they're in this time period, they're under the curse, everybody's dying, right? But right here, she hears that there's bread in it, she returns, and now she's reinstated. So diese Geschichte, wenn du es hier nimmst, die verlassen Gottes Volk, hier gibt es der Fluch, in dem sie drin sind, aber hier hören sie, dass es Brot gibt. Right? She returns to, is it Jerusalem? No, she turns to Israel, I think it was. Sie kehrt zurück zu Israel, zu Juda. Right? And you can see that everything turns around for her. She becomes this blessed woman. Right? Alles wendet sich zum Besten. Sie wird diese gesegneten Frau. Right? It's the same with Jonah. Es ist dasselbe mit Jonas. Everybody see that? Kann jeder das sehen? So Jonah, right? Just go to Isaiah chapter 1. Gehen wir zu Jesaja Kapitel 1. Just one question, so Ruth is a Mennonite because it's a famine in the land, or because we said, okay, she started this experience, also the story begins at the Mennonite, right? Yes? The story begins. I mean, now with Naomi, and then she... No, I'm just using the principle. The story. Yes. Naomi's here, right? Naomi ist hier And it's here where she comes back. und es ist hier, wo sie zurückkehrt, aber hier wenden wir nur das Prinzip an. Exactly the same principle. That's all I'm showing you, right? Okay. So Isaiah 1 and verse 18 Jesaja 1 und Vers 18. says, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Right? What's the Lord saying? Was sagt der Herr hier? Where do your sins get purged? Wo werden deine Sünden gereinigt? When promised, At the cross, right? Am Kreuz. yes. Right? So when you go to the cross, right, it's marking this point where you die to self and Christ can purge your sins. Also wenn du zum Kreuz gehst, das markiert der Punkt, wo du zur Selbst sterbt und Christus kann deine Sünden reinigen. So the cross for Jonah is when he wakes up, right, he now realizes he's facing death, but he confesses Christ anyway, and he's prepared to die to save others, right? Das Kreuz für Jonas ist, wenn er aufwacht und bekennt Christus und obwohl er weiß, dass er schuldig war, bereit ist, für anderen zu sterben. Right? He's prepared. He says, "Look, take me up and throw me in the water," and he wants to be their savior, right? Also er sagt, nimm mich und werf mich ins Meer. Also Jonas, der möchte ihre Erlöser sein. Right? Amen. That's what Christ, exactly what Christ did. Christ likens himself to Jonah. Das ist genau das, was Christus für uns tat. Denn Christus ähnelt sich den Jonas an. So they try him and they find him innocent because he has this spirit in him, right? Und die verhören ihn und die finden ihn unschuldig, weil er diese Geist in sich hat. Even though the lot casting
chose him to be the problem that's causing it, right? Trotz der Tatsache, dass dieses Loswerfen ihm ausgesucht hat als der Ursache des Problems. Right? And they say, they pray and they say that we don't want the blood of this innocent man upon us. Die beten und sagen, wir wollen das Blut dieser unschuldigen Menschen nicht auf uns haben. So Herod, did he not do the same thing? Also Herodes, hat der nicht dasselbe gemacht? He says, you take him and kill him, I'm washing my hands of it. Right? Pilate, Also sorry, not Pilatus, Verzeihung. Also er sagt, nehmt ihn und ihr tötet ihn, ich wasche mir die Hände davon. Right? So they know that he's innocent, but they throw him in and put him to death anyway. Also Right? die wissen, dass er unschuldig ist, aber sie werfen ihn ins Meer und geben ihm den Tod dennoch über. So regardless of the fact that he told them, right, that everything that they'd done, they found him innocent, right? Also trotz der Tatsache, dass er sie alles erzählt hat, was er getan hat, sie haben ihn als unschuldig And befunden. it has to be in agreement with the Bible testimony in regards to the cross when you bring all these things together. Und es muss in Übereinstimmung mit der biblischen Erzählung über das Kreuz, wenn man all diese Geschichten zusammenbringt. In one sense, he was guilty of the storm coming, but right at that point where he goes on trial, he's now innocent. Also im einen Sinne, er war schuldig im gewissen Maßen, dass dieser Sturm gekommen ist, aber an dem Moment, wo er ins Verhör geht, er war unschuldig. Right? So the only way that you can understand these stories is by putting them on a line and bringing all the other stories on it point by point and understanding what's the point being made there, right? Und der einzige Weg, wie wir diese Geschichten auf rechte Weise verstehen können, ist, dass wir sie alle auf die Linien legen und sehen, Linie auf Linie, was hier gesagt wird. So the point I was making, many people stumble when they take one story and they start arguing. They take one point and they say, well look, it says this must be wrong, right? So, und das ist der Punkt, den ich mache. Also viele Menschen, die straucheln in der Bibel, wenn sie nur eine einzige Geschichte nehmen und sagen so, schau mal, was es da gerade in dieser Geschichte sagt, und deswegen muss alles anders falsch sein. I see this all the time. Und ich sehe das öfters. And Sister White says that if you follow Miller's rules, right, you've got to bring all the evidence together, right? Wenn du Millers Regeln befolgst, dann wir sind schuldig, all den Beweis zusammenzubringen, um unsere Theorie zu erfassen. And she says that, and things sometimes there's like you can find hooks to hang your doubts on. There'll always be something there that doesn't marry up in your mind. Und Right? Ellen White sagt, es wird nie hundertprozentige astreine Wahrheit geben. Es wird immer einen Haken geben, auf dem du deinen Zweifel hängen kannst. Right? But what are you to do? You have to go with the weight of evidence. Aber right? was wird uns gesagt? Wir sollen immer mit das Übergewicht der Beweis gehen. So you go with the weight of evidence, say, Lord, I don't understand this point, please help me to understand it. Also du gehst mit das Gewicht der Wahrheit, aber das Übergewicht der Wahrheit, aber dann betest du und sagst so, Herr, es gibt diese einen Punkt, die ich eben nicht verstehe, bitte zeig mir das. But if you want to trust in your own intellect and trust in self when your heart is evil, you will take a point and you will make it overshadow all the other evidence. Aber wenn du deinen eigenen Herz befolgen willst, der sowieso böse ist, dann wirst du diesen einen kleinen Punkt nehmen und du wirst es nutzen, um den ganzen Übergewicht der Wahrheit zu überschatten. Right? And you can't do that. Das kannst du eben nicht tun. Okay, so just when you take the testimony, for instance, was Christ on a ship? Zum Beispiel Jonah. war Christus auf einem Schiff wie Jonas Right? And he went to sleep. und er ist eingeschlafen And a big storm arose. und eine große Sturm ist aufgekommen. And they ran and woke him up. Und sie Right? sind dahin und haben ihn aufgeweckt. And he said, peace be still, right? Und er sagt, Frieden sei still. It's the exact same things that you see in the book of Jonah, Das ist right? genau dasselbe, wie wir hier in das Buch Jonas sehen. So Christ is showing these things over and over that you find in the book of Jonah. Also Right? Christus zeigt diese Dinge über und mal wieder diese Dinge, die wir im Buch Jonas sehen. Okay, so when you look at the story of Christ, everything about what Christ did was found
in the Old Testament. Also wenn du die Geschichte von Christus in der Bibel anschaut, alles was er tat, war schon bereits in das Alte Testament zu sehen. Right? Amen? So, And, Christ, so and the Jewish people should have seen it, but they did not see yeah, it. they should have, but they didn't understand how to study the Bible, right? This is the problem. I mean, the problem that they had back then is the problem that we have now. Also das Problem, die Juden damals hatten mit Bibelstudium, ist genau dasselbe Probleme, die wir heute haben. So, the point that I want to make, right, is that Jonah gets woken up and gets tried in the middle of the storm. The storm's not finished. Also right? der Punkt, den ich machen will, ist, dass Jonas wird aufgeweckt und verhört inmitten dieses Sturms. Also der Sturm ist noch nicht gelegt. So, what you have is you have a storm going from here to here. Also was man hat, ist ein Sturm, der tobt von hier bis hier. That would be from here to here. Das Right? wäre dann von Mitternachtsruf bis zur 9. Stunde. So you have 1260, Mm. 1260, right? Also man hat hier der 1260, der 1260. So you have the same thing here, right? A storm going all the way. So hier wirst du dasselbe haben, einen Sturm, der ganze Weg entlang geht. But in the middle of it, there's it ceases, right? Aber inmitten dieses Sturms, es legt ab. So you have the two storms right here. So the ceasing of the storm here is a parallel to Jonah going on the cross, right? Also das Ablegen, also das Ablassen des Sturmes hier ist eine Parallel zu Jonas, der am Kreuz geht. Right? Amen? Is it clearer now? Ist das klar? Yes, Yes. Daniel? I'm thinking. Okay. Clearer for me. Right, so there's something about Jonah, right? We'll come to this bit now. So if this is Jonah's little time of peace, and this is his investigative judgment, what does it say about Jonah here when he gets cast into the belly of the whale? Also wenn das Jonas Zeit des Friedens ist und das sein Untersuchungsgericht hier ist, was sagt es über Jonas hier, wenn er im Bauch des Wales geworfen wird? What is the belly of the whale now represented for Jonah? Was stellt der Bauch des Wales dar für Jonas? Curse. I mean, No, it can't be a curse, right? He's born again. Es kann kein Fluch sein, er ist wiedergeboren, 7 Plagues. Yes, okay, so the 144,000 at the close of probation, what do they go into? Also die 144.000 zur der Zeit, wo der Schluss der Gnadenzeit für alle Menschen abgeschlossen ist, worin werden sie geworfen oder wo gehen sie hinein? So here's the Sunday law, here's the close of probation, Sonntagsgesetz, Schluss der Gnadenzeit, 7 plagues, right? 7 Plagen Second coming. und das zweite Kommen Christi. It's the same, right? Das ist dasselbe. You got trouble Hier hat man Zeit des Trübsals and trouble, und right? wieder eine Zeit des Trübsals. But right here, they are redeemed, right? Aber gerade hier, die sind erlöst. So what's the purpose of this? So, was denn ist der Sinn und Zweck von dieser zweiten Zeit des Trübsals, also die 7 letzten Plagen? Why did the 144,000 go through the 7 last plagues? Warum geht der 144.000 durch die 7 letzten Plagen? To be a witness to To all creation. demonstrate. Yeah, to prove that the plan of salvation was perfect, right? Um zu bezeugen, dass der Erlösungsplan perfekt war. Right? To show that they can stand against all the trials of Satan without an intercessor. Um zu Right? zeigen, dass sie gegen all die Versuchungen und all die Probleme des Satan bringt, gegen dich ohne ein Fürsprecher. Okay, let me give you another witness, right? Dass mich ein anderes Zeugnis dazu gibt. So the point I'm making, this right here, 1, 2, 3, just take that out of it. This would be the belly, right? Also diese 1, 2, 3, das wäre hier das Bauch sein. Right? Amen? This is the belly of the whale, Das wäre das Bauch des Wales. right? So, the story of Saul, Also die Geschichte von Saul. right? So, Saul puts to death Stephen
right? The first Christian martyr, Also right? Saulus, der genehmigt den Tod von Stephanus, also der erste christliche Märtyrer. Right? Because this is where you come face to face with it. This is where the martyrs are going to begin, right? Da kommt man vor dem Angesicht des Todes, da fängen Märtyrer, da fängen die ersten Märtyrer an. So Stephen gives the cry, gives them a line upon line, and they hate him and they go to put him to Also death. Right? Stephanus, der gibt den Ruf, er gibt eine Linie von Linie Bericht und die hassen ihn und geben ihm den Tod. And Saul gets convicted about it, but he continues to persecute the church, right? Und Saulus, der wird überführt hier, aber der geht weiter fort und verfolgt die Gemeinde. So Saul goes forward to persecute right here. Saulus geht fort, um zu verfolgen. Stephen is stoned, right? Stephanus ist hier gesteinigt. But on the road to the road to Damascus, right? Aber auf der Weg oder auf der Straße nach Damaskus, What happens to him? was geschieht mit Saul? Like, Christ appears to him, right? Christus erscheint ihm. When? Wann? Midday, right? Also am Mittag. Right? At midday, Christ appears to him. So the light is like the same vision, line upon line, as Isaiah. He sees Christ, right? Also das Licht hier, die er sieht, das ist Linie auf Linie genau dasselbe, was Jesaja sieht. Jesaja sieht Christus. And what happens to Saul? Und was geschieht mit dem Saul hier? 3 days, he's blind, right? Also für 3 Tage ist er blind geschlagen. See the parallel? Könnt ihr den Muster sehen? 3 days, he's blind. And at the end of the 3 days, somebody comes and anoints him, Und right? am Ende von den 3 Tagen, jemand kommt und salbte ihn. So this 9th hour is here, right? Diese 9. Stunde, das ist eben hier. Marking the same place with a little time of peace comes for Jonah, Also right? hier derselbe Ort, wo der kleine Zeit des Friedens für den Jonas kommt. Right? So you've got both Saul and Jonah, right? What happens to Jonah? Jonah goes into the belly, which is a wilderness, right? Du hast Saul und Jonas Jonah geht ins Bauch, was eine Wüste ist. Okay, now I'm suggesting this typifying the 7 last plagues, right? Ich schlage vor, dass das schattet die 7 letzten Plagen voraus. What happens to the 144,000 when the plagues begin to fall? What Was do they do? geschieht mit den 144.000, wenn die Plagen fängen an zu fallen? Was tun sie? They make a death decree. Also die machen ein Todesdekret. When Saul went to the churches in Damascus and began to preach, what happened? Als Saulus zu den Gemeinden in Damaskus gingen und er fängt an zu predigen, was geschah? They rose up against him, right? And he had to flee, right? Also die haben gegen ihn Aufstand gebracht und er musste flüchten. Okay, the 9th hour here, according to Revelation 12, what does the woman do? Also 9. Stunde hier gemäß Offenbarung 12, was tut die Frau? She flees into the wilderness, which is right here. Sie flüchtet in die Wüste, 9. Stunde, das ist gerade hier. What did Saul do? Was ist Saulus getan? He went into the wilderness, Er ist right? in die Wüste von Damaskus Where's gegangen. Jonah? Right? He's in the belly, Da right? ist Jonas, der ist im Bauch. Right? Amen? You see this, right? So the belly, it is a curse in a sense, yeah, because it's the 7 last plagues. Not coming upon you. No, it's up on Jonah. No, but you can't call it. No, you can't call the belly. No, you can't call the belly a curse The because belly it's your experience. The belly is a protection from the curse. The Okay, waves but of in the Zeit you said that are the 7 last plagues. Yes, they're falling on the unrighteous. It's an experience you're going through, but you're not experiencing the curse. Yes. Okay, so you can't say that the 7 last plagues are a curse upon you. To the wicked. Yes. But he's living in that time period of the curse. Yeah, but that's really irrelevant. He's in the belly. He's been protected by it, right? according to Psalm 91, the belly would be the secret place. Yes, secret place of the Most High. Hides you under His wings, right? Also gemäß Psalm 91, der Bauch des Wales in diesem Sinne wäre der geheime Ort des Herrn. Also er schützt dich davor.
unter seine Flügel. Also, Ellen White is saying one time Saulus was in the prison and he was hidden of the circumstances which were outside going on. You mean Paul? Yes. Okay. He wasn't Saul at that time. Yes. Okay, I get what you mean, right? So, the point was that we're making is when you take the woman fleeing into the wilderness here, Also wenn wir hier von Offenbarung 12 die Frau, die in die Wüste flüchtet, which is here, was hier an der 9. Stunde ist, and Saul flees into the wilderness, und Saulus flüchtet von Damaskus in der Wüste hinein. and Jonah is now in this belly of the whale. He's right in the midst of this experience, right? Jonas im Bauch des Wales, genau inmitten dieser Erfahrung. Okay, but the Christ likens the experience of Jonah in the belly to the 3 days In the grave. in the grave, right? Also Christus vergleicht der Erfahrung von Jonas im Bauch mit die 3 Tage in der Schoß der Erde nach Okay. dem Kreuz. So, in one sense, this was Saul's experience here, right? Also im gewissen Sinne, das war die Erfahrung von Saul hier. Right? So, it's like a parallel experience, right? Es ist wie eine Parallelerfahrung. So you have the belly experience, you get resurrected, Also du hast das Baucherfahrung, du wirst auferweckt. right? And so when you come to the close of creation, everybody, the 140,000, they've all been resurrected, they've all had the second birth, right? Wenn du zum Schluss der Gnadenzeit kommst, die 144.000, die waren alle auferweckt, die haben alle den zweiten Geburt. It is finished. But they go back into that experience again because now they're going to go through that experience without an intercessor. Aber sie gehen wieder durch diese Erfahrung hindurch, diese 7 letzten Plagen-Erfahrung, weil sie mussten da hindurchgehen ohne einen Fürsprecher. What does Christ do when he comes? Was tut Christus, wenn er kommt? He resurrects all the people, right? Er weckt all den Menschen auf, also wieder auferstehen. Right? Everybody gets their eternal resurrection, right? Jeder bekommt ihre ewige Auferstehung. Okay? So you can see how Jonah, this experience of Jonah in the belly, in one sense, represents this trial from the midnight cry to the final review, Also right? der Bauch des Wales-Erfahrung für Jonas in einem Sinne ist diese Verhör zwischen Mitternachtsruf und der finalen Untersuchung, And a group level. also auf einer Gruppeebene. It's where everybody's going through the second test and they face death, but they get resurrected at the end, right? Jeder geht durch seinen zweiten Test, also sie sind dem Tod ausgeliefert, aber die werden am Ende gerettet oder auferstanden. But Aufgeweckt. we take this, right? Aber wenn wir das Gesamte nehmen hier, Do we have 7 plagues here? gibt es 7 Plagen hier drin. Right, so you can see the belly of the whale experience is a type of the 7 last plagues, Also es right? ist kein Strecken zu sehen, dass das Bauch des Wales Erfahrung auch ein Typus ist auf den 7 letzten Plagen. All becoming clearer now? Wird es jetzt klarer? The prophecy, we have this saying, prophecy and principle, right? Also es gibt diese Aussage, also der Prophetie und das Prinzip des Propheties. Every prophecy has a specific place on the line where you're to place it. That's where it goes. You can't put it anywhere else, right? Jeder Prophetie hat seinen Platz auf die Linien, wo man es legen kann. Man kann es nicht nehmen und auf eine andere Linie woanders legen oder so. Es hat nur einen Platz. But Sister White will take the principles of those things and she will show it in other places, Aber right? Ellen White werde die Prinzip von dieser gewissen Prophetie nehmen und zeigen, wie es in anderen Orten zu sehen ist. So just like in Matthew 24, right? You Genauso have wie in this. Matthäus 24. It talks about the Sunday law crisis, right, here to here. Es handelt sich über das Sonntagsgesetzkrise von da bis da. And such a time of trouble as never was and never shall be, right? So- Something along that. So eine Zeit des Trübsals, die noch nie war, seit es eine Nation gab, noch nie geben wird. But this time of trouble is just typifying the 7 last plagues, Aber right? diese Zeit des Trübsals, das schattet nur die 7 letzten Plagen. Because that voraus. would be this, right? Denn das würde da, hier sein. Right? Amen?
This is Matthew 24, the time of trouble, right? Das ist Matthäus 24, Zeit des Trübsals. But in Daniel 12:1, Aber in Daniel 12, Vers 1, when Michael stands up, what happens? wenn Michael steht auf, was geschieht? Such a time of trouble, such as never was, since there's ever been a nation. So eine Zeit des Trübsals, wie es noch nie gegeben hat, seit es eine Nation gegeben hat. Type, antitype. Also Typus und dann Antitypus. Belly of the whale, belly of the whale. Bauch des Wales und aber Bauch des Wales. Right? Könnt ihr das sehen? And that's all you're seeing here with Saul. Saul's here. Das ist alles dasselbe, was wir mit Saulus sehen. Saul ist hier. He has this belly of the whale experience. Saul hat sein Bauch des Wales Erfahrung hier. Then he comes out and he flees in the wilderness. He has it all over again, but this time without an intercessor. Dann kommt er heraus und flüchtet in die Wüste und hat diese Trübsal ein weiteres Mal über, aber dieses Mal ohne Fürsprecher. I mean, he had an intercessor because it was only a type, but it's typifying the 144,000 in the wilderness. Also Saulus hat wohl einen Fürsprecher, weil es nur ein Typus war, aber es schattet voraus die 144.000, die durch den 7 letzten Plagen gehen. And when Jonah comes out of the belly, right, he preaches to whom? Und wenn Jonas auch aus dem Bauch des Wales herauskommt, zu wem predigt er? To the Gentiles. Zu Right? den Heidenvölkern. It's another principle. Now God's people are done. They've gone through their test. They can now go to the Gentiles. Also ein weiteres Prinzip können wir da sehen. Also Gottes Volk, das ist abgeschlossen. Jetzt können sie zu den Griechen gehen. So we can take all that information, put it right here on this line. Wir können diese gesamte Information nehmen und hier auf diese Linie markieren. Okay. So you have the right place. Yes. So for instance, Jonah, he flees away. Right. Jonas flüchtet weg. Right. Goes on trial. Er wird verhört. His trial's complete. Seine Verhör ist abgeschlossen. Right. And now he flees into the wilderness. Er flüchtet in die Wüste. And at the end, he comes out of the belly, and he now goes to the Gentiles. Und am Ende kommt er aus dem Bauch heraus und geht zu den Heidenvölkern. Right. Amen. So what it does when you lay it line upon line, it's showing you different groups going through the same experience, but they all have different finishes at different times, right? Was das tut, wenn wir das hier Linie auf Linie machen, es zeigt uns verschiedene Gruppen, die alle gehen durch dasselbe Erfahrung hindurch, aber die haben verschiedenen Abschlusspunkten. The last point, Job. Also Hiob, When Job finishes with Elihu right here, also wenn Hiob mit den Elihu hier abgeschlossen ist, which is here, was hier sein wird, right? The Lord tells him to go pray for them, right? der Herr sagte ihm, dass er jetzt beten sollte für seine 3 Freunde. Right? Amen. Job was righteous, but he now had to intercede on their behalf. Also Right? Hiob war gerecht, aber er muss jetzt Fürbitte tun für seine Freunde. So these 3 friends, they cease right here, but Jonah still Job is still interceding for Diese the 3 people. Freunde, die lassen hier ab, aber Hiob, der betet weiterhin für sie hier. Okay, so it's through Job's interceding that he can help them to come back to the truth, right? Also es ist durch den Fürbittedienst von Hiob, dass seine 3 Freunde den Weg zur Wahrheit wiederfinden. Because it doesn't finish until this point, right? Denn es hört eben nicht auf bis zu diesem Punkt hier. So it's all about God's people going to the cross here to try and save others. Es Right? handelt sich alles darüber, dass Gottes Volk hier zum Kreuz gehen, so dass sie versuchen kann, anderen zu retten. Okay. Is it clearer or clear now than Also it was? ist das klarer oder ist es jetzt klar? Also mehr als es war gestern? Yes, for sure. Okay, praise God. Right, so we're on time, right? So let's. Dann lasst uns mit Gebet schließen.